Willkommen zurück zu einem weiteren Tipps- und Tricks-Video für die PS5. Wusstest du, dass du auf deiner PlayStation 5 YouTube ansehen und gleichzeitig Spiele spielen kannst? Oder dass die PS5 einen versteckten Quick Resume hat? Bleib dran, denn gleich zeige ich dir diesen und viele andere wenig bekannte Profi- und Geheimtipps zur PS5. Bevor es weitergeht, lasst gerne einen Like und ein Abo da, denn je mehr Likes und Abos, desto mehr PS5-Tipps-Videos kann ich machen. Eines der Dinge, die ich an der PS5 am meisten mag, ist, dass sie multitaskingfähig ist. Aber einige dieser Funktionen sind gut versteckt und ich wette, du wusstest nicht, dass du gleichzeitig YouTube schauen und spielen kannst auf deiner PS5. Ja, das geht wirklich. Wenn du einen Freund eine Nachricht mit der Adresse www.google.com oder noch besser www.youtube.com sendest, kannst du anschließend darauf klicken und auf den geheimen Browser der PS5 zugreifen. Denn was viele nicht wissen, ist, dass die PS5 einen Internetbrowser integriert hat. Doch dieser ist nur mit dieser Methode erreichbar. Im Browser kannst du praktisch jede Seite einschließlich YouTube durchsuchen. Sobald du auf YouTube bist, kannst du nach dem Video suchen, das du sehen möchtest und den Bildausschnitt anpinnen. Dabei kannst du auswählen, auf welcher Seite des Bildschirms der Browser und auf welcher Seite das Spiel angezeigt werden soll. Du kannst mit der Wiedergabe beginnen und das Video wird weiterhin einwandfrei abgespielt. Wenn du zum Beispiel einer Videoanleitung wie einem Walkthrough folgst oder auch nur darauf wartest, dass sich die Lobby eines Spiels füllt. Hast du dich jemals gefragt, wie viel Zeit du damit verbringst, Videospiele zu spielen? Nun, die PS5 ermöglicht es dir, den Überblick zu behalten. Wenn du zu deinem Profil gehst und dann die Option Spiele auswählst, kannst du sehen, wie viel Zeit du mit jedem einzelnen Titel verbracht hast. Und zwar nicht nur für PS5-Spiele, sondern auch für PS4-Spiele. Es ist auch für mich interessant, diese Statistiken zu sehen. Es gibt Spiele, von denen ich dachte, ich spiele nur ein bisschen, dann gehe ich zu meinen Statistiken und sehe dann, wie sehr man sich da verschätzen kann. Obwohl die PS5 nicht über die praktische Quick Resume-Funktion der Xbox verfügt, mit dem du in Sekundenschnelle zwischen mehreren verschiedenen Spielen wechseln kannst, gibt es einen kleinen Trick, der dir hilft, schneller zwischen den Spielen zu wechseln, auch auf der PS5. Wenn du dein Spiel nicht wie gewohnt über das Menü startest, sondern über eine Aktivitätskarte, wirst du bemerken, dass du je nach Spiel viel schneller ins Spiel gelangst. In Spielen wie zum Beispiel Spider-Man kannst du mit dieser Option das Intro und den Titelbildschirm, also den Teil, bei dem du deinen Spielstand auswählst, überspringen und du gelangst sofort ins Spiel. Auf diese Weise kannst du oft Ladezeit überspringen. Dies variiert allerdings von Spiel zu Spiel, aber es ist eine gute Option, die man im Hinterkopf behalten sollte, um diese bei neuen Spielen auszuprobieren. Stört dich manchmal auch, die gleichen Optionen in jedem Spiel separat ändern zu müssen? Eines der coolsten Dinge an der PS5 ist, dass du Standardoptionen für alle Spiele konfigurieren kannst. Zum Beispiel, wenn du gerne mit umgekehrten Aim spielst, den Performance-Modus bevorzugst oder immer die gleiche Schwierigkeitsstufe, zum Beispiel schwer spielen möchtest. Aber die meisten Spiele haben das standardmäßig nicht aktiviert und du musst jedes Mal von neuem alles einstellen. Hier kommen die PlayStation-Voreinstellungen ins Spiel. Gehe dazu in die Einstellungen und dort unter Gespeicherte Daten und Spiele-App-Einstellungen. Hier kannst du die Option Spiele-Voreinstellungen auswählen. Hier wählst du dann beispielsweise den gewünschten Schwierigkeitsgrad und stellst diesen so ein, wie er dann bei allen Spielen standardmäßig ausgewählt sein soll. Du kannst hier auswählen, ob bei allen deinen Spielen der Leistungsmodus oder der Auflösungsmodus eingestellt sein soll und du kannst sogar Untertitel und Audiooptionen für alle deine Spiele voreinstellen.
Es ist bekannt, dass Sony-Exclusive-Titel oft sehr komplexe, spannende und tiefgehende Stories haben. Aber diese sind dann nichts wert, wenn deine Freunde dich immer wieder mit ihren Aufnahmen, die sie hochladen, spoilern. Viele wissen jedoch nicht, dass für die PlayStation 5 Spiele bei Einstellungen gespeicherte Daten und Spoilerwarnungen eine Option aktiviert werden kann, um dich vor genau solchen Spiele-Spoilern zu warnen. Tatsächlich funktioniert dies auf eine ziemlich clevere Art und Weise. Die Konsole überprüft deinen Fortschritt im Spiel und vergleicht ihn mit dem Fortschritt, den deine Freunde in ihrer Aufnahme hochgeladen haben. Wenn diese Aufnahme Informationen enthält, die als Spoiler angesehen werden könnten, warnt dich die Konsole, um zu verhindern, dass deine Freundesaufnahme dir die Spielgeschichte verdirbt. Ich finde ein super interessantes und ziemlich praktisches kleines Detail. Das Einschalten der PS5 mit dem DualSense ist ziemlich cool, aber es macht keinen Spaß mehr, wenn du dann auch noch eine zusätzliche Fernbedienung verwenden musst, um den Fernseher einzuschalten. Genau aus diesem Grund kannst du mit der PS5 den sogenannten HDMI-Gerätelink aktivieren. Unter Einstellungen System HDMI, HDMI-Geräteverbindung. Auf diese Weise kann deine Konsole beim Einschalten andere Geräte mit einschalten, die mit der Konsole verbunden sind. Es geht aber auch andersherum. Mit Ausschaltverbindung aktivieren stellst du ein, dass die PS5 beim Ausschalten des Fernsehers automatisch in den Ruhemodus geht oder beim Einschalten des Fernsehers automatisch einschaltet. Noch ein ganz praktischer Trick. Die PS5 hat eine Speicherkapazität von 825 GB, aber es können nur rund 667 GB genutzt werden, da der Rest vom Betriebssystem belegt wird. Daher solltest du diesen begrenzten Speicherplatz klug nutzen, vor allem wenn du keine SSD-Erweiterung eingebaut hast. Du kannst Speicherplatz freigeben, indem du die Aufnahme von Trophäenvideos verwaltest. Jedes Mal, wenn du eine Trophäe erhältst, zeichnet die PS5 dies automatisch auf und diese Daten nehmen eben Platz weg. Aber zum Glück kannst du das standardmäßig so einstellen, dass dies zum Beispiel nur bei Platin-Trophäen passiert. Unter Einstellungen, Aufnahmen und Übertragungen, automatische Aufnahmen, Trophäen kannst du einstellen, bei welchen Trophäen ein Video aufgezeichnet werden soll. Du kannst dabei auch die Länge des Videos ändern. Um am meisten Speicherplatz zu sparen, deaktivierst du diese Option einfach komplett und verwendest bei Bedarf einfach die Aufnahmetaste manuell. Unter Einstellungen Speicher Mediengalerie Trophäen kannst du alte Trophäenvideos löschen, um noch mehr Speicherplatz zu sparen. Eine der interessantesten versteckten Funktionen der PS5 ist die Option, das Audio des Voice-Chats in Text umzuwandeln. Dies wurde ursprünglich als Barrierefreiheitsoption konzipiert, damit Menschen mit Hörproblemen besser mit den anderen Spielern interagieren können. Aber auch wenn du keine Hörprobleme hast, ist es auch eine gute Alternative, wenn du einfach mal nicht in der Stimmung bist, den anderen zuzuhören, aber dennoch eine Ahnung davon haben möchtest, worüber sie sprechen. Die Einstellungen dazu kannst du bei Einstellungen, Barrierefreiheit, Chat-Transkription aktivieren finden. Wähle hier deine Sprache aus und die Stimme, mit der dein Text, den du in den Chat tippst, den anderen vorgelesen werden soll. Dies wird zwar nicht von allen Spielen unterstützt, aber die Spiele, die es unterstützen, bieten Spielern, die möglicherweise einige besondere körperliche Einschränkungen haben, mehr Optionen, um mit den anderen Spielern zu kommunizieren. Welchen dieser Tricks kanntest du noch nicht und kennst du vielleicht noch weitere, die ich hier nicht aufgelistet habe? Schreib es einfach unten in die Kommentare und dein Tipp kommt vielleicht in meinem nächsten Video vor. Vergiss auch nicht, einen Like und ein Abo dazulassen und wir sehen uns beim nächsten Mal.